Also zum Aufwand von Folge 8 im Vergleich zu den Folgen davor. Besonders die erste Staffel, dass alles an einem Drehort gedreht worden ist und an einem Wochenende 2 Folgen entstanden sind. Es ist jetzt mittlerweile so, dass wir mehreren Wochenenden für eine Folge drehen, die zwar ein bisschen länger sind, aber trotzdem an verschiedenen Drehorten sind. Beispielsweise Folge 8 ist zur einen Hälfte in Norddeutschland gedreht. Dort haben wir gedreht mit Reenactern, die aus ganz Deutschland hergekommen sind, aus NRW, aus Baden-Württemberg sind wir angereist, die anderen aus Berlin und Thüringen, Bayern, überall kommen die her und treffen sich dann halt dort, um eine riesen Folge zu produzieren, und wir kriegen Unterstützung von Leuten, die Fahrzeuge besitzen, wie jetzt, wir hatten in der letzten Folge in dieser Folge jetzt 4 Kratz. Zufrieden. Wir greifen ja Paralytics vor allem ein bisschen unter die Arme, damit das Ganze ein bisschen authentischer rüberkommt, was Requisiten, was Verhalten der Darsteller und so weiter angeht. Und da kann man es natürlich übertreiben, wenn man möchte. Da kann man bis ins kleinste Detail, dass jeder Knopf, dass jede Arschbacke, dass alles passt. Aber man muss immer bedenken, man dreht einen Film und sollte darauf achten, dass die Hauptdarsteller gut aussehen. Und je weiter hinten was ist, desto schwammiger kann es werden. Also Zeit spielt ja beim Filmdreh eine der größten Rollen überhaupt. Im Prinzip ist es egal, was man für eine Produktion hat, man hat immer zu wenig Zeit, aber es ist natürlich schon ein kompletter Unterschied, ob man jetzt für eine Folge einen Tag Zeit hat oder ob man für eine Folge sich sogar, wie jetzt bei Folge 8, 2 Wochenenden komplett nehmen kann. Und dadurch werden natürlich einfach auch ganz andere Sachen möglich, an die man vorher nie gedacht hätte, logistisch und natürlich auch technisch, um die Qualität auch zu steigern. Man hat ja da zum Beispiel die Möglichkeit, allein von der Kameratechnik die ganzen Sachen mit mehr Licht sich Mühe zu geben. Man kann die Objektive immer wechseln, anstatt dann zu sagen, komm, ich drehe jetzt einfach alles mit einem Objektiv durch, das geht auch irgendwie. Und man hat natürlich, was das Wichtigste ist, die Zeit mit den Schauspielern die Sachen durchzusprechen, zu drehen und nicht dann mit dem Erstbesten, wo die Sätze richtig gesprochen sind, gleich zufrieden zu sein, sondern wirklich auch daran zu feilen, bis dann auch wirklich die kleineren Details rausgearbeitet werden. Dann ganz schön schräg eingeladen. Ich hol mal den Doktor. Dann?
Also Otto Degen ist auf jeden Fall im Laufe der ersten Folgen der ersten Staffel und der nächsten Folgen der zweiten Staffel abgebrühter geworden. Er hat auf jeden Fall viele Freunde gehen sehen und das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Gebung oder in der Veränderung der Rolle wieder. Und ja, was ihm passieren wird, er wird erfahren, dass seine Freundin Luisa aus der Folge 2 auf tragische Art und Weise ums Leben kommt und den Rest lassen wir jetzt mal offen. Ja, der geschichtliche Hintergrund ist eigentlich relativ interessant. Die Folge spielt um den 20. Juli 1944, also am Tage des Hitler-Attentats. Und das ist eigentlich ein damals gut gewählter Zeitpunkt dafür, weil am 22. Juli 1944 startete ja die russische Sommeroffensive, die tatsächlich die ganze Heeresgruppe Mitte erfasst hat und aufgerieben hat. Und am 6. Juni sind die Amerikaner, Briten und die Westalliierten halt in der Normandie gelandet. Von daher hat man schon deutscherseits bemerkt, dass eigentlich die Lage komplett aussichtslos geworden ist. Hat man vorher noch so ein bisschen versucht, das hinzuhalten, irgendwo noch auf ein bisschen Glück gewartet, war es jetzt eigentlich komplett aus und an allen Ecken brannte es und die Fronten fielen zusammen.